Kennst du das, dass du ganz tief im Becken, fast zum Po-Bereich, ganz starke Schmerzen hast? Oder eventuell hast du Schmerzen, die in den Bereich ausstrahlen, bis zum Bein hin? Warst du vielleicht schon bei deinem behandelten Arzt und er sagt, dass du eine ISG-Blockade hast? In diesem Video zeige ich dir, was du dagegen machen kannst und welche Übung du am besten machst, dass deine Schmerzen ganz schnell verschwinden. Das Iliosakralgelenk, das ist das Gelenk zwischen die gehst du einmal hier nach hinten über das Beckenkamm, diesen großen Knochen hier, beides nach hinten und hier hinten, wo das Beckenknochen das kreuzt, wo die beiden zusammenkommen, in den Bereich, das ist das Iliosakralgelenk. Dann ist es häufig, dass wenn die Patienten oder wenn du hier Schmerzen hast, kann es sein, dass es eher in dem Bereich ist oder dass es ausstrahlt nach unten Richtung Bein oder vielleicht auch nach oben. Deine Schmerzen, die treten hauptsächlich dann auf, wenn du auf ein Bein stehst oder wenn du versuchst, dein Bein hochzuheben. Unter anderem können die Schmerzen auch so Richtung Pobacke oder Hüfte ausstrahlen oder auch in den Bereich nach unten zum Po. An erster Stelle ist es ganz wichtig zu erwähnen, dass in dem Bereich zwischen das Kreuz und das Beckenknochen sehr wenig Bewegung möglich ist. Deswegen eine echte Blockierung kann man denn noch nicht so richtig sagen. Das heißt, die Schmerzen, die du hast, die kommen nicht unbedingt, weil in dem Gelenk jetzt weniger Beweglichkeit vorhanden ist, sondern eher, weil die Struktur drumherum jetzt schmerzhaft sind. Ligamenten, Muskelansätze oder die Muskulatur selber, die sind die Ursache für deine Beschwerden. Um diese Beschwerden wieder loszuwerden bzw. mehr Bewegung in den Bereich wieder zu bekommen, ist es wichtig, dass du die Muskulatur aktivierst, Kraft aufbaust und auf der anderen Seite auch mehr Bewegung erreichst. Deswegen zeige ich in diesem Video, welche Übung du machen kannst, um da Beweglichkeit hinzubekommen und weniger Schmerzen. Ich bin die Wisner und jetzt legen wir los. Für die erste Übung musst du dir auf den Rücken hinlegen. Als allererstes fangen wir dann mit einer Mobilisationsübung. Durch die Muskelkraft wird dieses Gelenk leicht mobilisiert. Für diese Übung brauchst du einen festen Band. Es darf kein elastisch sein, das ist zum Beispiel ein Badetuch und ein Badehandtuch, die du ganz eng zusammenrollst. Wir fangen erstmal mit der Rückenlage an. Du legst dir einmal hin und wir fangen an, dieses Gelenk zu mobilisieren. Du legst es jetzt einmal über deine Knie. Nicht, dass es ganz eng ist, aber ein bisschen Bewegung noch möglich ist. Bringst deine Beine nach unten. Und diese Übung ist es nur eine Serie, 3 Spannungsübungen. Das heißt, du legst dich auf den Rücken, deine Fersen sind jetzt gut auf dem Boden und du drückst deine Beine, deine Knie nach außen, so fest wie du kannst. Und wichtig dabei ist, dass es nicht nachlässt, deswegen darf es kein elastischen Band sein. Halte diese Spannung so kräftig wie du kannst und lösen. Und noch einmal nach außen drücken, so fest wie du kannst. In dem Moment wirst du schon spüren, dass hinten im Rücken, in dem Bereich, wo dir weh tut, dass du da Spannung hast. Halten, 5 Sekunden und wieder lösen. Und das letzte Mal, nach außen drücken, halten und wieder lösen. Nachdem du das 3-mal gemacht hast, jetzt gehen wir zum zweiten Teil von dieser Übung und du nimmst jetzt das Handtuch, die ganz eng gerollt ist und die legst du jetzt zwischen deine Knie. Du kannst das Handtuch nehmen, du kannst auch einen Ball nehmen oder irgendwas, was jetzt nicht nachgibt oder eine Faszienrolle, das ist auch ganz gut. Und jetzt wirst du versuchen, ganz doll die Beine zusammenzudrücken. Halten, 5 Sekunden und wieder lösen. Und noch einmal ganz eng zusammendrücken, halten und wieder lösen. Und das letzte.
Zusammendrücken, ganz viel Kraft, halten, 5 Sekunden und dann wieder Lösung. Das ist die erste Übung und dann gehen wir zur Übung Nummer 2. Die nächste Übung ist mit Abstand meine Lieblingsübung für jede Art von Rückenbeschwerden, aber von allem für das ISG. Und dafür brauchst du nur etwas, was dir einen Höherunterschied gibt. Du kannst es an einer Treppe machen oder vielleicht, wenn du zu Hause so einen Yoga-Block hast. Du brauchst nur etwas, wo du ein bisschen jetzt drauf treten kannst. Wichtig dabei ist, es geht nicht um Gleichgewicht. Deswegen, wenn du das brauchst, stell dir noch einen Stuhl daneben oder irgendwas, wo du dich festhalten kannst, damit dein Fokus auf die Bewegung liegt und nicht auf den Gleichgewicht, okay? So, dann fangen wir damit an. Du fängst immer mit der Seite, die dir nicht wehtut, an. Du gehst jetzt einmal drauf. Wichtig dabei ist das Bein, wo du jetzt drauf stehst, das Knie muss komplett durchgestreckt bleiben. Das Becken bleibt erstmal gerade, das andere Bein, der Fuß, der bleibt auch so in 90 Grad zu Boden. Keine Fußspitzen und auch nicht übertrieben nach oben gezogen. Und jetzt drückst du die Hacke bei mir jetzt, bei meiner rechten Seite, die drückst du so weit wie möglich nach unten. Und dann ziehst du es auch so weit wie möglich nach oben. Und das wiederholst du jetzt 10, Minimum, idealerweise wären es 12, hoch und wieder runter, hoch und runter. Achte dabei, dass das Bein, wo du jetzt drauf stehst, das Knie muss immer komplett gestreckt bleiben. Und wieder runter. Und nochmal hochziehen und runter und nochmal. Bis nach oben hin, soweit wie es für dich möglich ist. Und nochmal hoch und runter und nochmal. Und runter und das letzte. Und wieder runter. Wenn du die Seite gemacht hast, wo es dir nicht wehgetan hat, dann gehen wir auf die Seite, wo du Beschwerden hast. Und das zeige ich dir einmal von hinten, okay? So, das Knie, wo du drauf stehst, das bleibt gestreckt. Achte darauf, dass du nicht das hier machst, sondern wirklich nur im Beckenbereich. Da muss die Bewegung hin. Das heißt komplett nach unten und hoch. Und runter und hoch. Und 3 und wieder hoch und komplett runter. Und runter und wieder hoch. Du merkst schon, dass du wirklich im Becken und im unteren Kreuzbereich, da kommt es an. So weit wie möglich nach oben und wieder runter und nochmal hoch und runter. Und nochmal hoch und runter und nochmal. Versuche, dass das obere Bereich von deinem Rumpf, dass der ganz stabil bleibt. Dass du nicht ganz so viel den oberen Körper mitnimmst, sondern fokussiert nur Becken und Rumpf bearbeitest. Und noch 2. Und wieder runter. Und das letzte. Und wieder runter. Diese Übung sollst du mindestens 2 Serien wiederholen. Das heißt zweimal rechts, zweimal links, je zu 10 bis zu 12 Wiederholungen. Und dann gehen wir zu unseren 2 letzten Übungen. Wir hatten jetzt schon 2 Übungen zur Verbesserung der Mobilität und jetzt machen wir noch 2 Übungen, um die Muskulatur um das ISG herum zu dehnen. Das erste sind die Hüftbeuge. Diese Übung kannst du sowohl auf dem Boden machen, aber ich mag den lieber mit dem Stuhl. Das heißt, du kommst jetzt mit der Seite, wo es dir weh tut, die machen wir zuerst. Das legst du jetzt drauf. Kommst mit deiner gesunden Seite einen kleinen Tick nach vorne, so dass es hier, die Hüfte ein bisschen weiter nach hinten kommt. Dabei musst du darauf achten, dass du mit deinem Rumpf ganz gerade bleibst. Sobald du jetzt halt von deiner Lendenwirbelsäule in Hohlkreuz reingehst, verlierst du komplett den Effekt von der Dehnung. Das heißt, du nimmst jetzt halt, spannst deine Bauchmuskulatur an, lässt deine Lendenwirbelsäule ganz gerade und lehnst sie jetzt nach vorne ab.
Das Knie, das vordere Knie wird gebeugt, deine Rücken bleiben ganz gerade und hier vorne an den Hüftbereich, da musst du die Dehnung spüren. Und du bleibst in dieser Haltung. Lendenwirbelsäule gerade und hältst es für mindestens 30 Sekunden. Wenn du hier spürst, wie es so ein bisschen zieht, dann ist es genau richtig. Achte darauf, dass du dein Becken noch ein bisschen weiter zu dir ziehst. In dem Moment, wo du das Becken nach hinten kippst, die Lendenwirbelsäule gerade wird, ist die Dehnung noch intensiver. Halte 30 Sekunden und dann wieder locker zurück. Und das wiederholst du jetzt noch 3-mal. Du gehst nach vorne, verlagerst dein Gewicht auf dein Standbein, das Becken kippst du ein bisschen nach vorne zu dir, deine Lendenwirbelsäule wird jetzt ein bisschen gerade und auf der vorderen Bereich der Hüfte, da musst du die Dehnung spüren. Halte es für 30 Sekunden, zieh noch ein bisschen mehr das Becken zu dir, damit die Dehnung noch intensiver wird. Halten, 30 Sekunden und dann wieder lösen. Ich zeige das jetzt nochmal auf der anderen Seite, nur dass du den Winkel von der Hüfte besser sehen kannst. Du legst dein Bein ab, kommst mit der gesunden Seite weiter nach vorne. Wie weit du nach hinten kommst mit dem Knie, desto mehr Dehnung kriegst du nach vorne in den Hüftbereich. Kippst das Becken ein bisschen zu dir. Die Lendenwirbelsäule wird erstmal gerade und dann halten. Und hier vorne an der Hüfte, da musst du die Dehnung spüren. Wie weit du jetzt hier runter gehst mit einer anderen Seite, desto intensiver ist auch die Dehnung. Halten, 30 Sekunden. Becken wieder zu dir ziehen, damit die Dehnung intensiver wird. Und lösen. Und noch einmal. Ganz weit nach hinten. Das Knie kommt nach hinten, das Becken ziehst du zu dir. Nicht in Hohlkreuz fallen. Dein Gewicht verlagert sich auf die gesunde Seite. Halten. Und dann wieder lösen. Und diese Dehnung sollst du immer auf beide Seiten machen. Sowohl da, wo du Beschwerden hast, aber auch auf deine gesunde Seite. 30 Sekunden halten, 3-mal wiederholen. Und jetzt dehnen wir die hinteren Seite. Und für die letzte Übung geht es darum, dass wir die hinteren Muskulatur von der Oberschenkel bzw. dem Po dehnen. Dafür brauchen wir wieder unseren Stuhl. Du kannst ja noch das neben einen Tisch machen oder irgendein Möbel, wo du dich festhältst. Wichtig dabei ist, dass du dir nicht noch extra Gedanken machen solltest über dein Gleichgewicht, sondern exklusiv deine Aufmerksamkeit über die Dehnung lenkst. Du kommst jetzt mit einem Bein drauf, ziehst der Fuß zu dir und dann achte darauf, dass du jetzt nicht nach hinten gehst mit dem Po, sondern du kommst mit geradem Rücken so weit wie du kannst nach vorne. Ziehst den Fuß zu dir, lässt das Knie komplett gestreckt und die Oberschenkel auch und dann bis nach vorne hin. Halten, 30 Sekunden und dann langsam nach 30 Sekunden einfach wieder lösen. Wenn du das Gefühl hast, dass es für dich zu schwer ist, bis zum Fuß zu kommen, dann kannst du erstmal den Fuß ein bisschen locker lassen, dass du da von den 90 Grad wegkommst. Achte darauf, dass du dein Knie komplett durchgestreckt hast und dann kannst du einfach mal hier nach vorne kommen. Wichtig ist, dass die Hauptspannung auf der hinteren Seite von der Oberschenkel ist und nicht nur hier an der Kniekehle. Du lehnst dich mit geradem Rücken nach vorne und behältst da die Dehnung. Und wieder zurück. Bisschen locker lassen, entspannen und wieder. Gerade Rücken, ganz gerade. Du kommst nach vorne, hältst es da. Wenn du es schaffst, gehst nach vorne bis zum Fuß. Oder bleibst du einfach mal am Knie. Wichtig dabei ist, dass dein Rücken gerade bleibt.
Und halten. Dann kannst du noch ein bisschen weiter nach vorne kommen mit deinem Rumpf, damit du Dehnung richtig intensiv spürst. Du kannst dich auch seitlich festhalten, wenn du das brauchst. Knie bleibt komplett durchgestreckt. Oder bis zum Fuß, wenn du das schaffst. 30 Sekunden. Und dann langsam wieder lösen. Auch diese Übung sollst du 3 Wiederholungen machen, je Seite, und dann für mindestens 30 Sekunden halten. Wenn du Beschwerden hast, probier mal die Übungen aus. Ich bin mir sicher, dass sie dir helfen werden. Und lass mir da unten ein Feedback. Sag mir, ob du welche Schwierigkeiten hast, ob dir irgendwas schwer gefallen ist. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.